Hier bin ich wieder, eure Arleen. Herzlich willkommen und wunderbar, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir werden heute ein bisschen kreativ sein. Und zwar werden wir die Küche etwas umgestalten. Die ist fahlweiß, finde ich sehr langweilig, ehrlich gesagt. Gefällt mir nicht wirklich. Und darum habe ich mir so ein bisschen was überlegt. Und wenn du wissen willst, wie das dann so wird, dann bleib dran. Als erstes habe ich in der Küche einen grünen Streifen an die Wand gemacht. Und dann habe ich das Ganze noch etwas verziert. Und jetzt möchte ich dieses Blatt ausschneiden und das soll da hinten an die Wand. Dazu habe ich mir jetzt einen leckeren Tee gemacht und im Hintergrund kocht schon das Wasser für die nächste Fuhre Tee, weil das ist schon fast wieder leer. Dann gibt es ein bisschen Früchtetee dazu. Ja, man kann also ganz eine einfache Vorlage machen, sich selbst einfach eine Vorlage machen. Das heißt, ein Blatt ausschneiden, natürlich das sollte dann nicht durchgängig ausgeschnitten werden, weil sonst fehlt einem einfach da hinten das, ich sag jetzt Bürzel, weil mir echt gerade der Stiel nicht eingefallen ist. Naja gut, okay, oder man druckt sich es einfach aus dem Internet aus. Also hier sollen jetzt die Blätter hin. Ich fixiere das Ganze jetzt mit einem Klebestreifen, dort wo ich die Blätter hin haben möchte. Und dann zeichne ich mir das erstmal an. Ganz freie Hand möchte ich das jetzt nicht machen. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich was verpasse. Streifen. Ich habe kein normales Tesa mehr, deswegen nehme ich jetzt ein Washi Tape, was unheimlich gut hält, wie man sieht. Was ja eigentlich auch nicht so schlecht ist, weil wenn ich hinterher, das wirkt über die Kamera echt gut, weil wenn man das hinterher runternimmt und dann die halbe Farbe mit runterreißt, dann ist das auch nicht so toll. So.
wenn sich das Blatt arg knickt, dann kann man das Ganze auch einfach durchs Laminiergerät lassen und dann hinterher nochmal ausschneiden. Dann hat man eine etwas festere Schablone. Ich habe mir jetzt hier Acrylfarbe zurecht gemacht. Ein Graugrün, also für mich schaut das eher so gräulich aus, dieses Grün. Und ein schönes sattes Grün, eher Grasgrün. Und nachdem ich möchte, dass es in der Nacht, wenn ich hier das Licht ausgemacht habe, dass es da immer noch ein kleines bisschen leuchtet, habe ich hier Schwarzlichteffekt Grün. Man kann natürlich auch ganz normale Abtönfarbe nehmen, also Wandfarbe. Wichtig ist, dass wenn man auszieht und anfängt zu renovieren, dass man es zuerst grundiert, sonst kommt diese Farbe immer wieder durch, egal wie oft man mit Weiß drüber geht, das kommt immer wieder durch. Ja, dann habe ich hier zwei flache Pinsel, einmal in Größe 10 und einmal in Größe 6, plus natürlich eine Palette, wo ich mir die ganzen Sachen anmischen kann. Hier zur Reserve habe ich noch ein Gelb und ein Weiß und ein helles Mintgrün, falls ich das Gefühl habe, das brauche ich, aber ich kann jetzt auf dem Blatt kein Mintgrün erkennen. Aber was ja noch nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht werde ich noch augentaub. Auf jeden Fall die Vorlage noch und dann kann es losgehen. Ja, so schaut jetzt das fertige Produkt aus. Dann zeige ich euch jetzt kurz die Küche. So, und so schaut jetzt das fertige Produkt aus. Ich habe dazu jetzt nur den Flachpinsel Nummer 6 genommen. Ich brauchte den 10er gar nicht. Aber wie gesagt, das muss man selber ein bisschen rausfinden, mit welchen Pinsel man sich am schönsten arbeitet. Fällt mir auf, dass mir das überhaupt nicht gefällt, dass das nur rot ist. Auch wenn in dem Bild was Rotes ist. Und mir gefällt auch der Rahmen nicht. Den wir mal auf. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und du schaltest bald wieder ein. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du das Ganze mit einem Like-Finger, mit einem Daumen hoch quittierst. Und dann freue ich mich vor allem auch, wenn du wieder einschaltest beim nächsten Mal. Wenn du die Glocke klingelst, dann wirst du informiert in dem Moment, wo ich wieder ein Video hochlade. Und dann kannst du auch gar nichts mehr verpassen. Also dann, ciao!